es ist so kalt. Ich will überhaupt nicht aufbrechen. Aber muss ja. Es ist jetzt 7:30. Da bin ich normalerweise schon unterwegs. Aber es ist schon gestern Abend kalt gewesen, als ich hier angekommen bin. Da habe ich schon gefroren. Nachts war voll gut. Aber jetzt wieder richtig kalt. Tja. Aber ich glaube, der Himmel ist blau. Ich habe eben mal rausgeguckt, da sah es so aus. Man sah noch nicht so viel. Also hoffe ich, kommt die Sonne gleich raus, wenn ich losgehe. So, hier stehen wir jetzt vor der wahrscheinlich bekanntesten Biwakschachtel des GA11. Ja, die ist ganz stabil und wohl auch ganz komfortabel. Und vor allem ist halt einfach die Lage mega. Ich habe hier aber nicht übernachtet. Ich wollte unten im Tal bei Wasser übernachten und auch nicht mehr hier hochsteigen gestern Abend. Tja, aber es ist auch ein sehr, sehr relevanter Spot, denn hinter diesen Bergen da ist Andorra. Andorra beginnt hinter dem nächsten Pass oder auf dem nächsten Pass. Der Pass ist sozusagen die Grenze, laut Reiseführer. Und ja, stark. Fast geschafft nach Andorra. So, ich mache jetzt vor dem Aufstieg noch ein kleines Päuschen an diesem herrlichen See. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber der ist glasklar. Man kann ganz weit in die Tiefe gucken. Das ist, glaube ich, laut Karte müsste das der Pass sein, wo ich hoch muss. Das soll sehr anspruchsvoll sein. Oh ja, da oben sehe ich auch eine Person, glaube ich. Ja, da läuft jemand, ganz da oben. Ganz da oben. Ja, es soll wohl sehr viel Geröll geben und das kann man auch schon erkennen von hier. Und da kommen auch welche runtergekraxelt. Jo, das sieht ziemlich schwierig aus. Ich korrigiere, die sind da nicht runtergekraxelt, sondern hochgekraxelt. Jetzt stehen die alle da oben auf dem Pass rum. Das kann man mit Sicherheit nicht erkennen. Aber es ist eine ziemlich große Gruppe. Könnt mir vorstellen, dass die alle oben in der Biwakschachtel gepennt haben. Oder zum Teil und andere haben gezeltet vielleicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die hier übernachtet haben und da jetzt eben hochgelaufen sind. Laut Reiseführer dauert es 1 Stunde 20. Mal gespannt. Also es ist ungefähr 1,3 Kilometer Strecke. Aber natürlich sausteil und eben total technisch. Ja, mal gespannt. Also das wird, glaube ich, jetzt der letzte große, schwere Pass werden auf der gesamten Tour. Es ist die vorletzte Etappe, wo im Reiseführer steht, dass die schwer sei. Danach kommen nur noch einfache Etappen und nochmal eine schwere. Ich glaube, das ist dann die, wo der höchste Punkt des Trails erreicht wird. Der ist aber nur 2 Meter höher oder so als das, was ich jetzt da gleich erreiche. Junge, da ist richtig was los da oben. So, jetzt geht's ab. Das ist der kritische Bereich. Boulderfields
und Geröllfelder. Die zwei, die ich vorhin hochgehen gesehen habe, die sind immer noch nicht oben. Die stehen da noch. So, ich stehe relativ nah am Ziel. Hier muss ich noch hochgehen. Naja, was heißt gehen? Also steigen. Ich hasse so ein Terrain. Geröll ist echt wirklich die Hölle. Aber aufregend ist es trotzdem. Macht irgendwie Spaß schon. Also, weil man halt eben so aufpassen muss und ist halt so. Naja, man muss sich richtig konzentrieren. Es ist halt kein einfaches Wandern mehr. Und das ist schon irgendwo cool. Aber es ist auch ein bisschen nervig. Aber jetzt habe ich es fast geschafft. So, ich habe es geschafft. Das letzte Stück war nochmal richtig schwierig. Aber jetzt bin ich in Andorra. Boah. Ey, ich bin so glücklich und auch so stolz, dass mir das gelungen ist noch. Damit hätte ich niemals gerechnet vor ein paar Tagen. Junge, es war echt heftig. Echt eine richtig harte Zeit da mit den Schulterschmerzen. Und ich sag mal so, die machen das Ganze jetzt nicht einfacher, ne? Aber ich hab's geschafft. Ich bin in Andorra. Jetzt schaffe ich es auch ans Mittelmeer. Ich bin gerade in einem ultra steilen Anstieg hier hochgekraxelt. Und jetzt muss ich das Ganze leider in einem ebenso steilen Abstieg wieder runterkraxeln. Das ist immer so frustrierend. So eine Energieverschwendung. Vor allem, wenn man nur durch den Wald latscht. Naja, aber die Berge, wo ich dann demnächst wieder hinkomme, das sieht schon gut aus. Tja, Andorra ist auf jeden Fall irgendwie dichter besiedelt in den Pyrenäen als Spanien, habe ich das Gefühl. Ich laufe die ganze Zeit an irgendwelchen Ortschaften vorbei. Es wird jetzt noch so 1,5 Tage, 2 Tage so gehen und dann gehe ich nochmal zurück in die Berge und dann bin ich schon auf dem letzten Stretch und da wird es auf jeden Fall zivilisationstechnisch deutlich dichter werden, aber dann auch eine andere Landschaft. Ja, ich muss sagen, so dieses Waldding, das gefällt mir jetzt gerade nicht so. Ich meine, klar, es ist cool, wenn man mal so eine Weitsicht hier hat. Auf der anderen Seite, naja, was man da sieht, sind halt überwiegend Häuser und Wald. Naja, es ist schon 18 Uhr gleich. Ich latsch hier noch so rum, weil, naja, Camp-Möglichkeiten gibt es jetzt hier nicht so viele. Ich guck mal, wo es mich hinführt. Also laut Karte sind ein paar Optionen in der Zukunft. Also das sieht eigentlich so aus, als könnte man da ganz gut campen. Aber wird sich zeigen. Kommen auf jeden Fall auch noch ein paar Picknickstellen. Vielleicht geht's da. Naja, ich werde mal sehen. Wetter ist gut. Ein paar Wolken sind am Start. Vielleicht regnet es nachher nochmal. Keine Ahnung. War ja eigentlich gemeldet. Aber ich hoffe, es bleibt trocken, solange ich noch unterwegs bin. Und ja, morgen bin ich dann in Encamp.
Encamp, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Dort werde ich mal wieder Sachen nachkaufen. Dann muss ich mal überlegen, wie ich dann weitermache, weil wenn ich ein gutes Pensum durchziehe, dann wäre ich sonntags im nächsten Ort und das ist natürlich doof, weil da wahrscheinlich ja keine Einkaufsmöglichkeiten offen haben, wobei ich das nicht genau weiß. Leider ist Andorra nicht in der EU, das wusste ich vorher gar nicht, weil die haben ja Euro. Dachte ich, hey, alles klar. Und ich kann hier meinen Mobilfunktarif nicht benutzen. Ich hoffe, dass ich in einem Camp irgendwo WLAN habe, um da mal ein paar Nachforschungen zu machen, wie es da sonntags in Puigcerdá aussieht. Puigcerdá, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Eventuell gehe ich dann da nochmal in eine Unterkunft. Aber es wird sich alles noch morgen hoffentlich klären. So, es ist schon 21 Uhr. Ich habe gerade eben das Zelt erst aufgebaut, denn es war bis dato einfach kein Platz zu finden da mitten im Wald. Jetzt habe ich einen ganz guten Platz gefunden, in der Nähe der Straße leider, aber naja, direkt auf einer Wiese, direkt am Trail. Ja, leider ist das Zelt noch komplett nass von innen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann. Aber von letzter Nacht, da hatte ich doch ordentlich Condensation und es hatte auch geregnet, also das Dach war selber auch nass. Ja, muss ich ein bisschen warten, bis es hier einigermaßen angetrocknet ist. Einige Stellen bleiben wohl nass hier unterm Rucksack und so, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber ich würde ganz gerne zumindest im Trocknen liegen. Ja, Wahnsinnstag wieder, echt weit gekommen heute. Ich bin jetzt schon ziemlich nah an Encamp. Vielleicht schaffe ich das dann sogar übermorgen bis Puigcerdá. Das wäre krass. Also, übermorgen komme ich auf jeden Fall schon wieder aus Andorra raus. Also das ist schon, aber gut, es ist ja ein sehr kleines Land. Ich glaube, im Reiseführer steht 3 volle Tage würde man da brauchen. Die werde ich definitiv nicht brauchen, aber naja. Andorra bisher, also da, wo ich reingegangen bin, richtig schön, richtig schön. Und danach eher so meh. Also eigentlich nur Wald. Viele Orte, die aber irgendwie auch nicht sehr charmant sind, weil die gefühlt alle gleich aussehen. Das ist irgendwie sehr steril. Die Häuser sehen alle gleich aus. Also da haben mir die spanischen Dörfer wesentlich besser gefallen. Aber es ist immerhin ganz leicht zu gehen. Also es ist zwar sausteil, also die Anstiege hier sind viel steiler als in Spanien. Die Andorraner, die machen anscheinend wenig mit Switchbacks, die gehen einfach straight hoch, straight wieder runter. Aber da war es einfach. Also ich weiß nicht, wie viel ich jetzt heute gelaufen bin, aber wahrscheinlich so 26 Kilometer oder so und das ging ganz gut. Ja, mal sehen. Morgen dann Resupply. Das heißt, ich werde heute auf jeden Fall noch ordentlich spachteln. Ich habe definitiv mehr Essen dabei, als ich brauche. Ich dachte, ich brauche länger wegen der Schulter und so. Die schmerzt auch, aber es hält sich alles im Rahmen. Also ich bin sehr zufrieden damit eigentlich. Und ja, von daher werde ich morgen gar nicht so viel nachkaufen müssen. Es sind ja dann nur noch 1 bis 2 Tage nach Puigcerdá. Aber ich werde mir auf jeden Fall das eine oder andere gönnen, so wie vorhin auch das Eis und diese richtig geile Fanta mit Zitronengeschmack, die war echt lecker. Vielleicht kriege ich die morgen nochmal. Bis dahin, jetzt werde ich erstmal Abendessen und dann pennen. Peace out.